Stellen Sie sich mal vor, wenn das 10 Personen pro Familie sind und eine von ihnen das Virus mit nach Hause bringt. Dann sind dem bei Ausgangssperre alle ausgeliefert, die dort auf engstem Raum zusammenleben. Deshalb rechne ich hier in den kommenden Tagen mit dem Schlimmsten. Videokonferenz der Hilfsorganisation SwissAid mit Projektverantwortlichen in Afrika. Nicole Stolz koordiniert rund 75 Projekte rund um den Globus. An einigen Orten droht jetzt neben dem Virus eine Hungersnot. Heisst, dass die Leute zum Teil nicht mehr dorthin kommen, was sie irgendwie her müssten kommen, für sich einzudecken mit Nahrungsmitteln, oder irgendwie auf dem Land, dass der Saatgut nicht mehr erhältlich ist oder dass irgendwie andere Mittel, die sie brauchen, nicht mehr zugänglich sind. Und das heisst natürlich, dass die Ernährungssituation rapid abnimmt und dass sich Leute Mangel ernähren, bis dass sie schlimmstenfalls Hunger haben. Oder? Neben dem Tschad kommen auch aus Guinea-Bissau schlechte Nachrichten. Die Frauen können nichts mehr auf dem Markt verkaufen und ein Teil der Bevölkerung hat kaum noch Zugang zu Lebensmitteln. Auf den Smartphone-Bildern der Teams vor Ort ist deutlich zu sehen, die sonst überfüllten Städte sind fast menschenleer. Die Marktstände sind verschwunden und auch der öffentliche Verkehr ist zum Erliegen gekommen. Die bunten Busse liegen still. Doch damit nicht genug. Die Projektverantwortlichen berichten auch von Übergriffen der Behörden auf die Bevölkerung. Die Menschen werden von den Sicherheitskräften geschlagen. Den Leuten werden einfach ihre Fahrräder und Motorräder konfisziert, damit sie sich nicht mehr von A nach B bewegen können. Auch bei Caritas Schweiz. Wenig Menschen im Office und gleichzeitig das Bestreben, möglichst guten Kontakt zu den Projekten im Ausland zu halten. Hallo? Ja, hoi Martin. Karin Mattis ist die Programmverantwortliche für Haiti. Auch von dort werden Schwierigkeiten gemeldet. Wir sind in Kontakt mit den Behörden, aber das ist eine riesige Herausforderung, zu dem Hygienematerial, also Schutzmaterial für die Agenten zu kommen, die im Feld tätig sind. Gemeinsam mit ihren Teams vor Ort sucht Karin Mattis nach Methoden, den immer neuen Herausforderungen die Stirn zu bieten. Also wir versuchen in allen unseren Projekten zu schauen, wie können wir die am besten ummodeln, damit sie der Situation gerecht werden können. Und ein konkretes Beispiel ist jetzt ein Berufsbildungsprojekt, wo bis jetzt Schneider ausgebildet worden sind und jetzt produzieren die Masken produzieren. So schlägt Caritas Schweiz 2 Fliegen mit einer Klappe. Junge Menschen erhalten eine Ausbildung und gleichzeitig werden Tausende dringend benötigte Masken produziert. Bei SwissAid geht es derweil darum, die Menschen in den Projekten vor Nahrungsmittelknappheit zu bewahren, auf verschiedene Arten. Mittel zur Verfügung stellen vor Ort, damit Leute, die im Moment nichts mehr zu essen haben, dass die wieder zu essen kommen. Sei das, dass man irgendwie einfach schlicht Geld verteilt oder Nahrungsmittel verteilt. Noch sind die offiziellen Zahlen aus Afrika niedrig. Doch die Programmverantwortlichen warnen, das Schlimmste könnte noch kommen. Wenn wir es nicht schaffen, uns neben den Betroffenen der Pandemie auch um die Bestellung der Felder zu kümmern, dann werden wir bald ein wirklich großes Problem mit dem Mangel an Nahrungsmitteln haben. Wenn wir da nicht aufpassen, wird es eine Hungerkatastrophe geben. Corona, eine Herausforderung mehr in einem bereits jetzt schon schwierigen Umfeld.